Fröhliche Weihnachten an euch alle da draußen. Wenn ihr das hier seht, ist Weihnachten sicherlich schon vorbei und das ist auch so richtig und so geplant. Dieses Video ist wie gesagt ein Grundlagentraining. Ich baue wirklich mal Grundlagen-Container-Wissen mit euch gemeinsam auf. Installieren Docker, verstehen Docker, erklären Docker. Gehen wirklich mal in die Grundinstallation. Wie installiere ich auf einem Pi, zum Beispiel Pi-Hole drauf? Wie mache ich das mit Bitwarden, Passwortmanager? Und alles wirklich filigran, detailgenau, nach und nach, in super einfach und verständlich. Zwar in 2 Stunden, das hier ist jetzt das erste Video, die anderen 3 folgen natürlich, in ganz einfach mal erklärt, damit auch wirklich der Letzte noch bis in den letzten Punkt das ganze Thema versteht, denn Docker ist einfach, beziehungsweise die Container-Technologie ist einfach heutzutage super, super wichtig, deswegen, das ist ein Training, was normalerweise auf, wie heißt die Webseite noch? Hab's vergessen, zum Verkauf, zum Anschauen für kleine Markt zum Verkauf stand, haben wir jetzt rausgenommen, jetzt für alle auf YouTube frei und jetzt kommt 2 Stunden Docker Grundlagentraining mit Installation von allem dem, was man da halt eben in dem Thumbnail hier sieht, Pi-Hole, Bitwarden, Nginx, Reverse Proxy Manager, wie richte ich das ein? Folgt jetzt einfach danach, ich wünsche euch viel Spaß und nochmal fröhliche Weihnachten. Herzlich willkommen zu diesem Training. Ja, mein Gesicht kennt man vielleicht durch viele, viele YouTube-Videos oder durch schon die privaten Kommunikationschat über meine Kommunikationskanäle. Aber heute bin ich erstmal nur für dich da oder für euch. Kann ja auch sein, dass ihr euch das gemeinsam anguckt, dieses Video. Und ja, wir wollen heute die ersten Grundsteine schaffen, vielleicht für den ersten kleinen Home-Server mit den ersten Applikationen, ob es ein Raspberry Pi ist oder ein Mini-PC oder ein alter PC, der rumliegt, ein Notebook, wie auch immer. Eigentlich ist das egal, die Plattform bleibt immer dieselbe. Wir arbeiten hier mit einem ganz einfachen Debian oder Ubuntu, je nachdem, was für euch das Beste ist, und schaffen halt eben so die Grundlage, um überhaupt so ein paar Home-Services überhaupt definieren zu können. Na klar, als Grundlage wählen wir hier Docker aus, also die Container-Technologie, installieren währenddessen natürlich Docker. Ich installiere mit euch zusammen Portainer, denn Portainer ist im Endeffekt die grafische Oberfläche oder eine grafische Oberfläche, um Docker-Container zu verwalten. Ich werde euch anhand von dieser Portainer-Software euch diese ganze Docker-Umgebung, wie funktioniert Docker, wie funktioniert ein Container, was sind die Besonderheiten eines Containers, werde ich euch anhand von dieser GUI erklären. Ja, wir gehen selbstverständlich auch mal auf die CLI ein, aber ansonsten ist das alles nur translated, also im Endeffekt dasselbe. Ich möchte ja, dass ihr aus diesem Video nachher rausgeht und einige Sachen mitgenommen habt, Grundsätze verstanden habt, und darum geht es natürlich in diesem Video, einfach mal die Grundsatzdefinition von Containertechnologien zu verstehen, aber um auf der anderen Seite euch ready zu machen, um bei euch zu Hause selber Applikationen betreiben zu können, wie wir es hier in diesem Training jetzt machen, also Portainer installieren, einen beispielhaften Webserver einfach mal aufsetzen, der dient wirklich nur zur Informationsvermittlung, aber dann wirklich ein Nginx Reverse Proxy aufzusetzen, der dafür da ist, die Verbindungen von außen an die entsprechenden Container oder an die entsprechenden richtigen Systeme im Netzwerk weiterzuleiten. Anschließend ein Vault Warden, besser bekannt unter Bitwarden. Vault Warden ist im Endeffekt die abgewandelte Version von Bitwarden, die freie Version. Wie gesagt, ganz wichtig, Vault Warden ist nicht original von der Company Bitwarden. Es ist zwar dasselbe Produkt, es ist abgewandelt mit den ganzen Enterprise-Features, aber dann für euch persönlich kostenfrei zur Verfügung, also nichts Schlimmes, könnt ihr ganz normal benutzen, wird auch supported, hat dieselben Features, hat denselben Sicherheitsstandard, alles erstmal soweit dasselbe, bis wir dann schlussendlich im Endeffekt Pi-Hole vielleicht noch installieren, damit ihr zu Hause im Endeffekt auch wirklich einen Adblocker habt, um die lästige Werbung aus den Handys, aus den Smartphones, aus euren Browsern im Endeffekt rauszubekommen. Ganz wichtig, wir reden hier alles über Grundlagen. Ich versuche alles so weit wie es geht über meinen Desktop hier, den ich mit euch share gleich, zu erklären, wirklich die einzelnen Steps, vielleicht sogar auch Bildchen aufzumalen, um einfach das Verständnis, was kommuniziert von wo nach wo, besser aufnehmen zu können. Vielleicht macht ihr euch aus dem Video einfach auch einen Screenshot, wenn ihr mit irgendjemandem drüber reden möchtet. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Es geht hier wirklich darum, um die Grundlagen einfach mal zu vermitteln.
Vielleicht noch zu meiner Wenigkeit, wer mich im Endeffekt nicht kennt. Ne? Ich arbeite jetzt seit über 10 Jahren, eher schon 15 Jahren arbeitstechnisch in der IT, bin natürlich seit über 20 Jahren in der IT irgendwie zu Hause, nehmen wir es mal so rum, und beschäftige mich gerade eben natürlich mit solchen Sachen, Containerisierung, Virtualisierung, Applikationen gerade aus dem freien Bereich, also Open Source, Community Editions. Gerade die Container-Technologie, wo wir jetzt drüber reden, ist einfach im Jahr 2021, wo wir jetzt gerade sind, einfach nicht mehr wegzudenken und hat sich wirklich etabliert und wird sich auch über die nächsten Jahre hinweg immer weiterhin etablieren und immer weiter festigen, obwohl es eigentlich noch ein relativ junges Produkt ist. Ich selber arbeite tutto completo im Datacenter-Bereich, Infrastruktur, bin kein Applikationsexperte in dem Sinne, sondern immer nur wirklich die Infrastruktur unten drunter, die Logiken, die Architekturen, Performance-Aspekte, Netzwerkaspekte, alles was da unten rum kreucht und fleucht, sag ich mal ganz gerne, das ist im Endeffekt meine Baustelle und da bin ich unterwegs. Deswegen auch hier dieses Low-Level-Bereich der Applikationen. Trotz alledem ist das einfach der Baustein, der jeder IT oder der jeder ITler zumindest irgendwie wissen sollte und verstehen sollte. Genau. Wenn ich zu schnell rede, ich versuche mich zu drosseln. Ich versuche dieses Level, wie ich auf meinen YouTube-Videos habe, ein bisschen noch weiter runterzuschrauben, um auch deutlich verständlich zu sein, um mich auch wirklich deutlich auszudrücken, um auch eine deutliche Sprache anhand von den Bildern irgendwie mit euch gemeinsam zu vermitteln. Ich fange jetzt mal an. Ich habe hier natürlich eine kurze Agenda für euch aufgebaut. Ich habe hier natürlich bei mir eine lange Liste, die wir jetzt gemeinsam irgendwie abarbeiten werden. Mit dem Willkommen und Vorwort haben wir uns quasi gerade erledigt. Arbeiten uns jetzt erst einmal kurz zu den Grundvoraussetzungen durch. Was brauche ich überhaupt? Womit müsst ihr überhaupt anfangen, damit ihr dann jetzt in diesem Video ganz normal mit mir weiterarbeiten könnt? Was sind eure Gegebenheiten zu Hause? Das wird alles in den Grundvoraussetzungen geklärt. Dann habe ich natürlich eine Maschine hier vorbereitet, die wir ganz normal benutzen können, worauf wir dann wirklich einfach mal im grundlegenden Docker installieren und dann relativ zügig direkt den Container Portainer drauf installieren. Hat es gerade eben schon gesagt, wir werden Portainer dafür nutzen, um die Docker-Grundlagen zu erklären und halt eben auch aufzuzeigen. Ne? Währenddessen natürlich habe ich hier extra hingeschrieben, Container, Docker-Grundlagen, das ergibt sich damit automatisch. Ich persönlich finde es halt eben deutlich besser, wenn man das Ganze erst einmal auf einer grafischen Oberfläche sieht, fühlt, schmeckt, einfach mal gezeigt bekommt, bevor man das Ganze einfach mal auf der CLI sich anschaut, machen wir natürlich auch. Dann als allerersten Punkt, nachdem wir dieses ganze Container-Thema einmal grundlegend erklärt haben. Ne, ich kann nicht bis zum High-Level gehen, das wird dann hier den Rahmen sprengen. Dafür kann ich vielleicht irgendwann mal ein High-Level-Container-Video machen. Aber wir erklären hier die Grundlagen und werden dann einmal grundlegend auch einfach mal einen Webserver ausrollen. Einfach nur zu Testzwecken. Für euren Home-Server zu Hause natürlich ganz, ganz wichtig, weil ihr verbindet euch ja zum größten Teil von außen. Installieren wir uns ja einen NGX Proxy Manager, also ein Reverse Proxy, um halt eben die Verbindungen von außen nach innen drin zu euch besser managen zu können. Ansonsten natürlich habe ich versprochen, wir machen ein Vault Warden, ein Bit Warden und dann ganz zum Schluss einmal Pi-hole. Da haben wir zumindest einmal die schönsten Container, die es halt eben für den Zuhause-Markt im Endeffekt so gibt, einfach mal ausgerollt und das Ganze natürlich schön übersichtlich und hoffentlich auch meinerseits langsam und verständlich über die Portainer-Oberfläche. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit den Grundvoraussetzungen. Ich schalte dazu einmal um einmal das Wichtigste euch rüberzubringen. Erstmal ganz, ganz wichtig. Ihr seid wahrscheinlich, oder der Zuschauer hier, du, ihr, wie auch immer, ihr seid alle auf den unterschiedlichsten Leveln unterwegs. Ich gebe euch schon mal grundsätzlich den Tipp, ihr werdet auf Probleme stoßen. Das ist völlig normal, das gehört zur IT dazu. So hat jeder gelernt und nur mit Problemen lernt man vielleicht sogar noch am besten. Deswegen von mir aus immer den Tipp, einfach nicht aufgeben, auch wenn ihr eine Fehlermeldung habt. Ne? Macht euch das Leben einfach. Dieses Problem seid ihr nicht der Erste, der dieses Problem hat. Nimmt die Fehlermeldung und haut die in Google rein. Ne, wirklich, in den ersten 2, 3 Treffern von Google werdet ihr mit Sicherheit fündig, wo dieses Problem liegt. Ich sage das immer so, hoppla hopp, aber es ist im Endeffekt so. Wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr irgendwas auf der Kommandozeile im PuTTY, dazu komme ich jetzt gleich,
irgendwie ausgespuckt bekommt, dann bitte fangt an zu googeln. Es ist der einfachste Weg. Wirklich, ihr braucht nicht großartig jetzt in Foren Einträge machen, wo ihr tagelang wartet. Glaubt mir, das Internet ist voll, gerade besonders von diesen Grundlagen. Ihr bekommt eine Antwort. Und auch wenn die erste Antwort nicht die richtige ist, ne, dann ist es vielleicht die zweite oder dritte. Trotzdem habt ihr dann wieder gesehen gehabt, was es nicht sein kann, ob es andere Ansätze waren. Trotzdem generell gilt, bitte gebt nicht sofort auf und fragt irgendwie sofort überall nach. Um Gottes Willen, nachfragen ist immer sehr, sehr gut. Nicht falsch verstehen, doch trotzdem probiert euch doch erstmal. Denkt mal einmal kurz nach, woran kann es denn vielleicht liegen, was das jetzt oder warum das hier jetzt gerade im Endeffekt nicht geht. Als Grundvoraussetzung, jetzt schalte ich mal wieder zurück, habe ich auch einfach mal gesagt, man muss vielleicht schon mal so ein Putty-Fenster gesehen haben. Das Tool Putty kann man sich einfach herunterladen, ist kostenfrei. Ich rufe einmal das kleine Hauptfensterchen auf. Hier verbindet man sich mit der normalen IP-Adresse seines installierten Gerätes. Aber da brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter drauf eingehen, denn ich denke mal, für die dieses Video schauen, die wissen, wie eine Konsole aufgeht, die wissen, wie man sich auf ein Linux-Host, wie ihr hier seht, habe ich im Hintergrund ja schon auf, sich drauf einwählt. Trotzdem wollte ich es mal in diesem Video nochmal erwähnt haben, dass wir hier mit ganz normal mit Putty, gibt natürlich noch viele andere Programme, die man halt nutzen könnte, dass wir aber hier ganz normal Putty soweit nutzen. Was haben wir noch? Grundvoraussetzungen? Ja, natürlich. Ich habe schon mal was gesagt von wegen Hardware. Ne? Dazu malen wir jetzt das erste kleine Bildchen einfach mal, ja, wie vielleicht der grundsätzliche Aufbau ist oder wie auch der grundsätzliche Aufbau jetzt hier in diesem Video ist. Ich habe es extra nicht vorbereitet, weil ich immer gesagt habe, ich möchte es gerne mal mit euch zusammen machen. Klar, dann werden die Bildchen vielleicht nicht 100% schön. Trotz alledem ist es dann vielleicht einfacher und verständlicher, wenn man einfach live dabei ist und sieht, was passiert. Also, wir haben hier ganz normal das große, böse Internet, meinetwegen erreichbar über euren Provider. Und jetzt richten wir einfach mal hier oder fügen wir einfach mal einen Router hinzu. Das ist jetzt als Beispiel vielleicht eine Fritzbox oder eine Connectbox, je nachdem, was ihr von eurem Provider vielleicht zur Verfügung gestellt bekommen habt oder eben vielleicht auch ja, euch selbst gekauft habt. Ist auch erstmal egal, das ist der grundsätzliche Aufbau. Wir malen hier mal ein kleines Pfeilchen hin, um einfach zu verstehen, geht halt eben in Richtung Internet. Wir malen es mal blau, um das einfach soweit zu verstehen. Dann holen wir uns einfach mal noch einen Computer dazu. Das ist im Endeffekt vielleicht mal euer PC, der hängt auch ganz normal an dem Router dran. Vielleicht ist da noch ein Switch zwischen, spielt erstmal auch soweit keine Rolle. Und dann malen wir jetzt hier mal einen sogenannten Server rein. Der Server soll im Endeffekt jetzt einfach nur darstellen, eure Peripherie, worüber wir jetzt hier reden, worüber ihr jetzt oder worauf ihr im Endeffekt Docker installieren möchtet und eure Applikation. Wie gesagt, Raspberry Pi, gar kein Problem. Irgendein altes Laptop, gar kein Problem. Irgendeinen selbstgebauten PC, Mini-PC, ATX-PC, Micro-ITX, was weiß ich was PC, kein Problem. Vielleicht ein Mini-PC, also die findet man überall, diese Mini-PCs bei Amazon, Mindfactory, wie sie nicht alle heißen. Das sind so fertige kleine Mini-PCs, da sind auch schon Intel i3, i5, i7 Prozessoren drin. Häufig auch die Low-Voltage-Variante, damit die nicht so viel Strom verbrauchen. Ziemlich ideal für diesen Fall hier. Oder eben auch, was weiß ich, so ein APU-Board zum Beispiel. Es gibt verschiedene Sachen. Hauptsache, ihr könnt da drauf ein standardisiertes Debian installieren. Und dabei ist egal, welche Architektur das ist, ob eine ARM-Architektur oder eben eine Intel, also eine x86-Architektur, eine AMD 64-Architektur. Es ist im Endeffekt egal. Hauptsache, ihr könnt darauf einen Debian. Ich sage immer Debian, weil ich benutze hier im Endeffekt ein Debian jetzt. Ihr könnt aber auch ein Ubuntu, ein Fedora, ein Red Hat nutzen. Ist erstmal völlig egal. Die Grundlage ist halt eben immer, worüber wir hier reden, und wie man es installiert, unterscheidet sich zwar immer ganz grob, deswegen aber weise ich ja darauf hin, ich mache das hier unter einem Debian Ubuntu, vielleicht weil die Frage immer wieder aufkommt, warum Debian? Ich nutze Debian einfach, weil es ziemlich stabil ist, lightweight ist, ich über mehrere Jahre damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, alle Pakete immer bisher bekommen habe, die ich irgendwie brauchte. Ja, und wie gesagt, im Endeffekt seit mehreren Jahren läuft es einfach stabil, auch bei Systemen, die einfach über eine Ewigkeit schon laufen. Wie gesagt, reine Erfahrungswerte. Genau, das ist jetzt unsere Grundsubstanz, die jetzt ja eigentlich so fast jeder zu Hause hat. Der wichtigste Punkt, der sich jetzt im Laufe dieses Trainings hier ergeben wird,
ist, dass wir auch mal irgendwann von außen auf uns zugreifen wollen. Also wir sind irgendwie draußen, heißt immer hier hinter dem Internet. Und wenn man dann nach zu Hause zugreifen will, da gibt's dann meistens schon die ersten, ja, sagen wir mal, Probleme ist jetzt das falsche Wort, aber die ersten Auffälligkeiten. Denn unsere Provider von heutzutage geben uns in der Regel nicht immer den direkten Zugriff, wie wir von draußen nach innen immer kommen. Das heißt, da sind wir ja schon auf einer IP-Adresse und nicht jeder von uns hat mehr eine direkte, ansprechbare IPv4-Adresse. Meistens ist es jetzt heutzutage so, dass unsere Provider uns irgend so einen DS-Lite-Tunnel geben. Das heißt, wir haben von außen gesehen, wie dieser Pfeil jetzt hier ist, eine IPv6-Adresse, die erreichbar ist. Und wenn wir nach draußen telefonieren, haben wir auch diese IPv6-Adresse. Aber wir haben zusätzlich eine IPv4-Adresse, die wir uns mit unseren Nachbarn, mit unseren anderen Leuten, die bei dem Provider arbeiten, beziehungsweise ja Kunden sind, teilen. Und auf deren Seite wird das Ganze gemanagt, damit diese geteilte IPv4-Adresse auch über mehrere genutzt werden kann. Aber da diese IPv4-Adresse über mehrere Leute verteilt wird, können wir diese nicht ansprechen. Also wir sind über eine IPv4-Adresse von außen her gesehen nicht ansprechbar. Ne, das ist das, was man einfach mal verstehen muss, und das könnte schon das erste K.O.-Kriterium sein, weswegen du an irgendeinem Punkt dich von außen auf einmal nicht mehr erreichen kannst. Du musst also prüfen, habe ich eine reine IPv4-Adresse, habe ich einen DS-Lite-Tunnel oder wie auch immer, alle nennen das irgendwie unterschiedlich, das musst du erstmal prüfen. Manche Provider schalten diese IPv4-Adresse nach Nachfragen frei, zum Beispiel hier Vodafone, Unity Media, Kabel Deutschland. Wenn man sagt, ich bin ITler, ich brauche eine IPv4-Adresse und mit ein bisschen Bitte bekommt man im Endeffekt eine. Aber ja, grundsätzlich unterstütze ich diese Art unserer Provider, denn vielleicht 98% der Kunden von denen braucht keine IPv4-Adresse oder keine eigene IPv4-Adresse. In meinem Falle ist das der Fall. Ich kann mich auf dieser IPv4-Adresse von außen einfach verbinden und lande dann hier auf meinem Router, und von da aus geht es zum Ziel, entweder mein Server oder mein PC, ganz normal hin weiter. Das erstmal nochmal zur Grundsatzdiskussion. Ansonsten, auch das werden wir im Video hier verwenden. Ich habe einen dynamischen DNS-Namen. In meinem Fall ist das hier dschröd.ddnss.eu auf meiner Fritzbox konfiguriert. Ich gucke mal, ob ich diese Schriftart hier ein wenig größer für euch bekomme, und der hängt auf meinem Router, und dementsprechend hängt dann auch auf diesem Namen irgendeine IP-Adresse von mir. Ich weiß nicht, wie die halt eben heute lautet. Vielleicht so 88 45 133 55, das ist im Endeffekt mein dünn DNS-Name hier bei mir zu Hause. Ne, dieses dünn DNS, das kriegt ihr eigentlich schon hin. Ihr seid ja eigentlich schon die Fortgeschrittenen von diesem Video oder von diesem Training. Ne, das könnt ihr euch schon einrichten. Das geht auch zum Beispiel mit so MyFritz oder mit Tausende von anderen Diensten kann man sich dieses dünn DNS im Endeffekt einrichten. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Und dann können wir auch schon weitermachen. Genau. Das sind erstmal jetzt so die Grundinformationen, die wir einfach aus meiner Umgebung hier oder vielleicht auch eurer Umgebung im Endeffekt brauchen. Malt euch vielleicht das Bildchen selber nochmal nach. Ansonsten auch das nochmal zur Erklärung. Bei mir zu Hause hier, ich habe ein ganz normales 192.168.00/24er Netz. Heißt hier, mein PC beispielsweise hat die Punkt 90, Punkt 100 und der Server hat, ich kann es mal kurz nachgucken, der hat die Punkt 140, darauf ist der ganz normal erreichbar, schreiben wir auch einfach mal gerne dahin, damit wir das während des Trainings jetzt hier nicht vergessen. 140. Das heißt, ich kann in meinem Netzwerk diesen Server hier mit meinem PuTTY-Fenster, bei mir ist es hier ein kleines APU-Board, ganz normal auf diese IP-Adresse intern hier ganz normal erreichen. Ja, jetzt haben wir das mit dem Internet geklärt. Jetzt haben wir das mit euren Erfahrungen, Skills gelernt. Ne? Deswegen versuche ich auch immer wieder nochmal auszuholen. Bitte nicht aufgeben. Wenn ihr mich irgendwo mal falsch versteht, Video anhalten. Vielleicht bitte mal kurz googeln. Es kann einfach nur helfen, wenn man jetzt dem ganzen Video von Anfang an bis zum Ende wirklich folgen kann. Nur dann kann man daraus wirklich seinen Mehrwert im Endeffekt ziehen. Ansonsten Hardware habe ich geklärt. Ihr müsst das Grundbetriebssystem bitte installieren. Beim Raspberry Pi. Ne? Die Erklärung
Erklärung auf der Raspberry Pi Seite. Ist total einfach. Hier bei meinem APU-Board, ich habe einfach Debian installiert. Ihr kennt selber, einfach einen USB-Stick fertig machen, kriegt ihr hin. Sonst wärt ihr, glaube ich, nicht in diesem Video unterwegs. Ansonsten würde ich sagen, beginnen wir jetzt so langsam mit dem Betriebssystem, mit dem Docker-Betriebssystem, also nicht mit dem Docker-Betriebssystem, mit meinem Debian und werden darauf Docker installieren. Ich zeige euch, welchen Weg ich normalerweise nutze, was meiner Meinung nach der Best-Practice-Weg ist. Auch da nochmal kurz ausgeholt. Ich werde hier definitiv nach meiner Meinung, nach meiner Best-Practice-Erfahrung, nach der Best-Practice, ja, Meinung, die man so mitbekommt, ganz normal handeln und agieren und auch die ganzen Gerätschaften im Endeffekt, ja, ausrollen. Wir werden natürlich auch immer auf einen Aspekt haben, der gewisse Sicherheiten hat, immer wieder 100% Sicherheit, dafür muss man ganz, ganz viel Aufwand betreiben, aber grundsätzlich kann man sagen, ihr seid zu 99,9% sicher, was wir hier einrichten. 100% erreicht man eh nicht, aber nach der 0,9 kann ja noch mehr kommen und das ist halt eben immer mit relativ viel Aufwand. PuTTY-Fenster habe ich mehrfach erklärt, beziehungsweise gesagt, das werden wir jetzt nutzen und damit fangen wir jetzt einfach an, dass wir erstmal ja Docker installieren müssen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand euer Betriebssystem in dem Falle ist, aber wir müssen erstmal ja unser Betriebssystem auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Ihr seht, ich bin hier per Root eingeloggt und wir werden erstmal das Betriebssystem einmal updaten mit einem apt-update und apt-upgrade. Erste aktualisiert im Endeffekt einfach nur die Paketquellen und der zweite Befehl, den man verbinden kann mit einem und-Befehl, apt-upgrade im Endeffekt, ja, installiert alle neuen gefundenen Pakete auf dem System hier im Endeffekt. Wichtig, wenn ihr nicht per Root eingeloggt seid, müsst ihr vielleicht einen sudo bei Ubuntu, glaube ich, vorstellen. Bei Debian muss man, glaube ich, mittlerweile den Benutzerkomplex komplett wechseln mit einem su Leerzeichen Strich oder sowas, mit einem su minus und dann loggt man sich als Root-Benutzer ein. Wie wir hier sehen, 0 aktualisiert, 0 neu installiert. Mein System ist hier auf dem aktuellen Stand der Dinge. Wir können einmal reingucken nach, heißt ja mittlerweile IPR. Hier sehen wir es auch nochmal, mein System hat ja die 192.168.0.140 und ist darüber ganz normal erreichbar. Einmal kurze Gegenprobe, ihr seht, Kommando Docker ist einfach nicht vorhanden, ist nicht da und darum werden wir uns jetzt kümmern, dass wir das Ganze mal installieren. Ich habe die Docker-Page einfach, wo die Docker-Docs liegen, also die Dokumentation im Endeffekt, einfach mal aufgerufen. Auch ihr wieder hier einfach mal Google anschmeißen und findet ihr auch direkt die Seite hier. Hier gibt es den Punkt Docker for Linux und dann einige Erklärungen, dass es Stable-Versionen gibt, dass es Test-Versionen gibt, dass es Beta-Versionen gibt. Interessiert uns jetzt hier erstmal alles nicht. Wir wollen natürlich die Stable-Version und in unserem Falle die Debian-Version. Auch hier, ich habe es irgendwann mal schon mal im Video erklärt, x86, also wenn man einen PC hat, wenn man ein APU-Board hat, wenn man so einen Mini-PC nutzt dafür, ist supported. ARM, zum Beispiel ein Raspberry Pi, ist ganz normal unter Debian. Das Raspbian OS ist im Endeffekt ja so eine Art Debian, deswegen seht ihr es hier unten auch nochmal einzeln aufgelistet. ARM-Architektur ist supported. Also funktioniert genauso wunderbar. Wir klicken auf Debian, ist ja unser Betriebssystem und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Ganze hier installieren können. Wir können das über die normalen Paketquellen installieren. Wir können uns das Ganze aus dem Repository rausziehen. Wir können vieles per Hand machen, damit wir diese ganzen Repositories mit den Versionen auch im hinterlegt haben. Aber ich präferiere, hier unten gibt es so ein schönes Install-Script. Das geht nämlich wirklich hin und macht das Ganze, was wir jetzt hier oben gesehen haben, automatisiert, packt das alles automatisiert in mein Repository rein und installiert dann automatisiert die korrekten Programme, Docker, Docker Compose glaube ich momentan nicht automatisch, aber zumindest alle Abhängigkeiten installiert das Ganze automatisch mit. Und deswegen machen wir das auch hier mittels CURL. Ich kopiere mir einfach mal die Zeile hier, füge die hier ein, wird jetzt im Endeffekt eine Datei heruntergeladen. Es kann sein, dass jetzt CURL auf diesem Betriebssystem hier noch nicht installiert ist, dann wird er mir das jetzt hier sagen. Er sagt Kommando nicht da, deswegen installieren wir hier einfach mal CURL nach mit einem einfachen apt-install CURL. Er installiert natürlich auch wieder alle Abhängigkeiten.
Und dann können wir gleich CURL nutzen. Nochmal, CURL lädt jetzt im Endeffekt einfach nur so eine Art Installationsskript herunter, ein Bash-Skript, was wir jetzt gleich einfach auf diesem System hier ausführen. Und dann geht da eine Reihe von Aktionen einfach los, um Docker wirklich sauber auf eurem System zu installieren. ls-l, Fehlanzeige, wir brauchen natürlich mein Command CURL und laden jetzt einmal die Datei herunter. Jetzt mit einem ls-l sehen wir, die get docker sh ist da. Wir können hier einfach mal reinschauen. Ich nutze hierfür ganz gerne Nano. Ich gehe jetzt hier nicht durch das ganze Skript durch, aber ihr seht, hier passiert einiges, was man jetzt irgendwie auf der Hand wegen irgendwie machen müsste. Deswegen präferiere ich immer dieses get docker Skript, weil halt eben vieles automatisiert ist und auch dann direkt schon eingestellt wird. Auch hier wieder, ich kopiere mir einfach die Zeile, hier wird mit einem sudo sh gearbeitet. Da werde ich jetzt mit Sicherheit einen Fehler bekommen, weil sudo gibt es nämlich nicht mehr. Ich bin als root eingeloggt, also wird das einfach entfernt und jetzt passiert alles im Hintergrund automatisch. Ein Schluck Kaffee für mich. Auch ich kriege dabei eine trockene Kehle, wenn ich die ganze Zeit erzähle. Ihr solltet das übrigens auch tun. Schreibt mit, haltet irgendwie dieses Video an, trinkt was. Vielleicht bastelt ihr währenddessen an dem Video, während ihr das Video schaut, das Training schaut, bastelt ihr an eurem System rum. Macht es vielleicht direkt alles irgendwie einmal nach und wenn ihr auf irgendwelche Probleme stoßt, Video stoppen, Problem lösen, weitermachen im Endeffekt. Kann ich im Endeffekt nur empfehlen, dann habt ihr es quasi, begleitend. Ich gucke mal eben auf meine Agenda drauf. Wir haben jetzt hier draufstehen, als nächstes wären sozusagen die Docker-Grundlagen. Ich möchte aber die Docker-Grundlagen einmal nach hinten schieben, weil ich möchte euch das gerne wirklich, wie ich eingangs vom Training gesagt habe, über die Portainer-Oberfläche erklären. Es ist einfach verständlicher, wenn man das Ganze einfach mit einem Bildchen belegt hat, also mit einem Bildchen über eine tolle GUI. Dazu kommen wir jetzt, während das Ganze hier installiert, können wir vielleicht noch ein weiteres Bildchen malen. Da kommen wir nämlich einmal zur, nennen wir es mal vielleicht Container-Grundsätze. Wie ist das Ganze jetzt hier installiert? Was bauen wir uns denn jetzt hier gerade einfach mal auf? Das hier soll jetzt einfach mal unser kleiner Server sein. Wir machen ihn jetzt einfach mal hier grau hinterlegt. Und darauf installieren wir jetzt im Endeffekt ein Docker. Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Docker gibt es sogar als Symbolbild. Das ist sehr, sehr schön. Das malen wir hier mal hin als Bildchen. Gibt es vielleicht sogar ein Bildchen namens Debian? Nein, leider nicht. Gibt es vielleicht Linux? Linux gibt es, das gefällt mir noch. Wir malen hier einfach mal so ein Linux-Symbolchen hin. Damit wisst ihr, das ist jetzt euer System mit Linux drauf und jetzt gleich dann auch schon Docker im Endeffekt installiert. Ganz normal, Raspberry, euer APU-Board, was auch immer. Wir gucken mal kurz die Installation. Oh, das ist natürlich fertig. Und das haben wir jetzt ja quasi jetzt aufgezeichnet, was wir im Endeffekt haben. Docker und Linux ist ganz normal installiert. Als wichtigster Punkt ist auch ziemlich weiter unten noch, es gibt hier ein Post-Installation Steps for Linux. Hier wird im Endeffekt jetzt gebeten, man solle doch eine Gruppe namens Docker anlegen. Das passiert, ich bin mir relativ sicher, mit unserem Install-Skript hier automatisiert. Ich führe es einfach mal aus, Group Docker, und er sagt auch, Gruppe Docker existiert bereits. Das Ganze wird im Endeffekt gemacht, um Benutzer in die Gruppe Docker reinzuheben, und diese Benutzer dürfen dann auch Docker-Container von sich aus, wenn man nicht als Root eingeloggt ist, ganz normal auch Docker-Container ausrollen und betreiben. Und hier unten ist im Endeffekt der Punkt mit usermod AG Docker $user wird ein Benutzer, $user ist der Benutzer, womit ihr momentan eingeloggt seid, in diese Gruppe namens Docker hineingezogen. Ich führe das einmal aus. Damit müsste jetzt eigentlich der Benutzer root in die Gruppe Docker hinzugefügt werden. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem System hier noch einen Benutzer namens Dennis. Und wenn ich das jetzt ausführe, wurde jetzt auch der Benutzer Dennis in die Gruppe Docker gehoben. Das heißt, der Benutzer Dennis ist jetzt dazu berechtigt, Docker-Container über seinen Account ganz normal auch zu starten und zu managen. Damit haben wir jetzt Docker installiert. Wir müssen nichts weiter tun, aber ganz interessant, hier gibt es einen Befehl namens Docker Run Hello World. Das ist im Endeffekt dafür da, um erstmal die Docker-Umgebung einmal überhaupt zu testen. Funktioniert meine Docker-Umgebung überhaupt auf meinem System, wo ich jetzt gerade drauf arbeite?
Zur Erklärung, was jetzt gerade hier bei eurem allerersten Container überhaupt, den ihr jetzt gerade, ne, erstmal herzlichen Glückwunsch, ihr habt euren ersten Container gerade einmal kurz ausgerollt. Was ist denn überhaupt hier passiert? Ich habe hier gesagt, Docker Run. Ganz wichtig, Docker Run heißt schon mal, nimm dir mal einen Container und starte den einfach mal. Mehr passiert nicht. Und der Container heißt Hello World. Als erstes hat er gesagt, och, ich kenne diesen Container gar nicht, ne, mittels Namen Hello World Latest. Wo kommt der her? Kenne ich nicht. Dann hat er gesagt, okay, ich gucke auf dem offiziellen Docker Hub Seite. Die offizielle Docker Hub Seite ist ein großes Repository, wo alle möglichen Container, die frei verfügbar sind, drin liegen, und das hat er sich von da aus heruntergezogen. Steht hier auch Pull Complete, hat dann hier im Endeffekt das Latest, die letzte Version von diesem Hello World Container heruntergeladen, hat dann den Container gestartet, das sieht man leider hier nicht, und hat uns Folgendes ausgegeben. Das hat wirklich der Container getan. Das, was ich jetzt hier markiert habe, zeigt uns der Container im Endeffekt an. Aber der Container hat sich automatisch wieder beendet, weil er tut nichts. Er hat keine Runtime, sondern der Container ist einfach nur dafür da, um uns dieses Hello World hier einfach mal aufzuzeigen. Genau. Zurück zu unserem Bildchen. Das haben wir ja gerade getan. Vielleicht gibt es hier auch irgendeine Symbolik für Container. Schauen wir mal. Nicht so wirklich. Es wäre ein Container, aber so richtig gefallen tut mir das ganze Bildchen nicht mit Container. Nehmen wir mal das hier. Das ist im Endeffekt jetzt ein Container. Jetzt kommen wir einmal ganz wichtig, und dafür werde ich das Bildchen auch hier ganz normal benutzen, zu einer ganz grundlegenden Sache. Was ist die Besonderheit von einem Container? Vielleicht machen wir mal eine kurze Stand-up-Comedy, dass ihr einfach mal von dem Bildchen kurz abgelenkt seid.